Was sind meine persönlichen Geldanlagefavoriten in 2026 und wo gehen die Märkte hin? Deswegen schön, dass du auch heute wieder zuschaltest zu Faszination Freiheiten, wie jeden Freitag neu. Und ja, schon traditionell am Anfang des Jahres gibt es einen Ausblick, was sind meine persönlichen Geldanlagefavoriten und wieso, weshalb, warum. Deswegen vielleicht eines der wichtigsten Videos in diesem Jahr. Und jetzt, wenn du auch sagst, na, das ist vielleicht das erste Video von Wittmann, was du anschaust, oder was ist denn aus den vergangenen Jahren geworden? Deswegen ein kurzer Rückblick. Und zwar seit 2023 mache ich quasi dieses Video am Jahresanfang. Da siehst du meinen Anlagefavorit 2023 und kannst dir das auf YouTube auch mit den Videos anschauen. Da war zum Beispiel mit unseren Kerninvestments dabei Edelmetalle, Krypto, Immobilien und Co. Hier 24, 25. Und wenn du es umgesetzt hast, ist es sehr, sehr einfach letztendlich zu berechnen. Wie gesagt, ist alles transparent online. Dann sind aus 100.000 246.000 Euro geworden. Und deswegen viele von euch haben sich ja auch inspirieren lassen. Deswegen auch möchte ich mal einfach so ein Feedback vorlesen von der Katrin, die hat in den Demand Club Coaching Folgendes in Zoom dort hineingepostet vor den anderen Teilnehmern. Und sie hatte dort geschrieben, hier, bevor ich Thorsten kennengelernt habe, waren die Finanzen nicht ganz so wichtig. Das Geld kam irgendwie immer ausreichen, habe viel von der Welt gesehen. Seit ich Thorsten kenne, hat sich jedoch mein Guthaben fast verdreifacht. Danke mal an dieser Stelle für deine unermüdliche Arbeit für uns. Oder das hier, das war von Margit, und zwar, die geschrieben hatte, ich erinnere mich noch, eines der ersten Seminare von dir, an dem ich teilgenommen habe. Es war Frühjahr 2020 und so weiter. In diesem Seminar hast du bereits das Thema Edelmetalle empfohlen, die ja seitdem auch durch die Decke gegangen sind, beziehungsweise allen voran Silber sich dort vervielfacht hat. Also, ich persönlich investiere auch sehr, sehr stark in die Kerninvestments. Ich habe über die letzten Jahre ja nachweislich immer vorgestellt habe, das waren vor allem Edelmetalle, Krypto und auch spezielle Auslandsimmobilien, vor allem in Dubai und in Paraguay. Da werde ich am Schluss vielleicht noch ein paar Worte mit dazugeben. Halte ich 2026 auch an diesen fest, ja oder nein? Ich werde es auflösen in ein paar Minuten, damit du meine Gedankengänge nachvollziehen kannst und auch wie ich strategisch in diesen Zeiten vorgehe, habe ich einiges für dich vorbereitet. Das sehen wir uns jetzt gemeinsam an. Also wir sehen hier die M2 Geldentwicklung in den USA. Da haben wir hier auch eine sehr, sehr klare Entwicklung, stark ansteigend, tendenziell exponentiell. Aber mit Korönchen ein bisschen Ausreißer gehabt, ging dann wieder zurück, aber seitdem auch wieder gut und stark steigend. Hier sehen wir auch die Geldmengenentwicklung in den letzten 12 Monaten in Europa bzw. von der EZB. Ebenfalls ansteigend, auch gerade die letzten Monate etwas nach oben. Dann, wir haben hier eine ganz klare Tendenz auf dieser Welt, und zwar Rekordverschuldung. Hier sehen wir aber mal die Gesamtverschuldung im Verhältnis zum Weltsozialprodukt, weil das natürlich auch eine große Rolle spielt. Wir haben Welt- und Wirtschaftswachstum, aber wir sehen, dass die Verschuldung das Ganze outperformt und deutlich mehr ansteigt. Und was natürlich auch zu Problemen, aber auch zu Liquidität und auch zu gewissen Blasen dort draußen führen kann. Und was auch dazu führt, dass eben Risikomärkte wie Aktien, Bitcoin und so weiter ebenfalls davon profitieren. Aber wir sehen auch hier, dass dieser Trend grundsätzlich weiter intakt ist und auch weiter nach oben geht. Wir werden 2026 auch als ein Liquiditätsjahr sehen, denn es müssen, nach Schätzung von EWF, Investmentbanken und Co. circa 14 Billionen, und das ist eine gewaltige Summe, refinanziert werden. Und ein Großteil davon, auf welches Land könnte das entfallen? Natürlich die USA. Hier sind wir bei circa 7 bis 8 Billionen Dollar. Und das ist auch ja, der Hauptgrund, warum Trump unbedingt möchte, dass die Zinsen gesenkt werden. Denn er weiß, es wird einiges für ihn ansonsten anstehen. Und das wird ziemlich teuer für die USA. Und deswegen versucht er alles, diesen Druck aufzubauen, was vielleicht bedingt geklappt hat, aber zumindest nicht im vollen Umfang, wie er sich das vermutlich vorstellt. Beziehungsweise es scheinen ein paar Dinge vielleicht nicht so auszugehen, wie er sich persönlich das vorstellt. Hier sehen wir uns mal an, auch Richtung Aktien sind wir da eher niedrig oder sind wir hoch bewertet. Wir sehen hier von den S&P 500 das KGV-Kurs-Gewinn-Verhältnis oder auf Englisch Price-Earnings-Ratio. Und wenn das besonders hoch ist, dann solltest du besonders skeptisch sein. Und wir sind hier Richtung 30 unterwegs. Historisch war es so, dass wir nur dreimal, wenn wir 2000 zusammenrechnen, über einem KGV von 30 waren und dann auch immer deutlich darunter zurückkamen. Also das ja, sollte uns allen zur Skepsis anraten, wenn wir uns anschauen, okay, die Bewertungen sind doch insgesamt ziemlich hoch, was nicht heißt, das haben wir auch gesehen, die sind dann häufig nochmal deutlich weiter nach oben geschossen, Richtung 40 oder sogar noch darüber, aber wie gesagt, sie sind alle Richtung Süden wieder zurückgekommen.
Und wenn wir uns mal historisch anschauen, ab einem bestimmten KGV, wie waren die 10-Jahres-Renditen danach? Also das heißt, je weiter oben die Punkte waren, desto mehr Rendite hat man in den folgenden 10 Jahren gemacht. Und je weiter unten sie sind, da war sie teilweise sogar negativ. Und wenn wir sehen, beim KGV 23 und höher waren wir sogar negativ mit den 10-Jahres-Renditen, die danach gekommen sind. Das sollte dir als Langfristinvestor, wenn du nicht auch spekulativ unterwegs bist, ja, grundsätzlich zu denken geben. Wir sehen hier auch den sogenannten Buffett-Indikator, das heißt die 5000 größten Unternehmen geteilt durch das Weltwirtschaftsprodukt. Und da sehen wir auch, dass wir extrem weit oben sind, was ebenfalls eher zur Vorsicht anmahnt, was Aktien betrifft. Und hier sehen wir noch das Shiller bzw. das Cape-Ratio, wo das Ganze noch leicht saisonal angepasst wird. Auch hier haben wir einen der höchsten Stände überhaupt. Auf diesem Chart hier sehen wir ESM, also die wirtschaftliche Gesundheit in den USA als Indikator. Da hatten wir bis dato einen 4-Jahres-Zyklik, die auch zusammen übrigens mit Krypto einhergelaufen ist. Krypto hat ja 2025 eher enttäuscht und es gibt ja auch die Stimmen, also dass hier 2026 jetzt große Nachholeffekte kommen könnten, wenn auch ISM dann doch wieder anspringt, wie es das in der Historie alle 4 Jahre gemacht hat. Das ist ja inzwischen aufgrund der veränderten Zinsstrukturen bei den Verschuldungsmärkten, die sich aktuell geändert haben, dass wir hier auch einen etwas verschobenen Zyklus sehen. Also von dem her, das könnte auch dafür sprechen, dass wir vielleicht Nachholeffekte in Krypto haben könnten. Die genannten Liquiditätsspritzen mit Neuverschuldungen und Co. etc., die dürften diesen ebenfalls eher zugute kommen. Hier sehen wir auch den Total Liquiditätsindex aufs Jahr gerechnet. Hier ebenfalls war etwas erhöht, aber wenn wir noch wieder mal so Spitzen sehen sollten, wir so um 2017, 2018, auch um 2020, dann könnte das auch doch ein sehr, sehr positives Jahr für 2026 sprechen. Ebenfalls die ersten 5 Tage waren durchweg positiv. Das ist ein interessanter Indikator, weil wenn das Jahr gut startet, dann ist es in den meisten Fällen auch, dass das Gesamtjahr gut läuft. Und wir sehen sowohl bei Gold, Silber, bei Bitcoin und bei S&P 500 Aktien, die ersten 5 Handelstage waren durchweg sehr, sehr positiv. Also auch das könnte für ein positives Jahr sprechen. Aber natürlich, wir haben sehr viele Unsicherheitsfaktoren, vor allem diesem Mann hier. Eigentlich sind ja die Midterm-Wahlen, das würde tendenziell dazu sprechen, dass Donald Trump auch daran interessiert ist, dass die Märkte eher ruhiger und positiver verlaufen. Nun gut, ja, wenn wir uns den Jahresstart aber auch von ihm anschauen, dann ja, wir werden sehen. Das kann sich natürlich in ein paar Monaten auch wieder drehen. Vielleicht versucht er jetzt so viel wie möglich noch irgendwie unterzubekommen und wird dann auch ein bisschen gemäßigter, weil er natürlich Interesse daran hat, dass die Midterm-Wahlen in den USA möglichst gut und positiv verlaufen. Aber dieser Mann ist natürlich immer für eine Überraschung gut. Ja, also zusammengefasst, ich persönlich bin grundsätzlich positiv für 2026, aber das wird kein Selbstläufer. Es sind einige gefährliche Wolken auch an den Märkten. Das heißt, wir werden sehen, was konkret passiert. Ich persönlich verändere an meiner Aufstellung aus mehreren Gründen nicht wirklich sonderlich viel. Und zum einen, ich persönlich, weiß nicht, wie es mit dir ist, aber es ist immer ganz, ganz wichtig, mit Volatilität, also mit Schwankungen muss man leben können. Und das ist auch der Preis für Überrenditen. Das kurzfristig zu timen, die wenigsten schaffen es. Ich würde sogar sagen, dass es ein sehr, sehr kleiner elitärer Kreis ist. Also, was sind meine persönlichen Favoriten? Ich habe sie dir in einer Übersicht hier zusammengefasst. Edelmetalle, wenn du konservativer rangehen möchtest, und das tue ich in dem Fall auch bei 2026, also es sind schon einige Sachen doch recht heiß gelaufen, dann tendenziell vielleicht etwas mehr zu Gold. Silber hat Gold im letzten Jahr outperformed. Ich persönlich habe auch nach wie vor natürlich noch Silber, aber je besser auch Silber im Vergleich zu Gold performt, würde ich das Ganze umschichten. Werde auch darüber unsere VIP-Club und Diamant-Club-Abonnenten informieren. Also das heißt, unsere bis dato Kerninvestments mit Edelmetallen, auch mit Krypto. Ich halte nach wie vor, wir haben doch ziemlich viel Unsicherheit in diesem Bereich, das ist an dieser Stelle erwähnt. Nichtsdestotrotz, ich halte meine Positionen und kann mir auch vorstellen, dass es hier positive Überraschungen in 2026 geben wird. Ja, und dann haben wir den Immobilienbereich.
Hier sei vor allem auch erwähnt, beziehungsweise meine auch meine bekannten Top 2 Immobilieninvestments. Zum einen Dubai. Hier haben wir einen relativ dynamischen Markt, der ist auch sehr, sehr gut gelaufen. Auch das wird sich mal wieder beruhigen. Auch das kann auch mal in die andere Richtung drehen. Ein bisschen konservativer ist hier Paraguay. Ich weiß, klingt für viele ziemlich exotisch. Für mich persönlich, das ist eigentlich ziemlich langweilig. Es ist einfach ein ruhiges, stabiles Land, was kontinuierlich wächst und voranschreitet mit hohen, stabilen Mietrenditen. Also von 7, 8, 9%. Eigentlich ziemlich einfach dort in bestimmten Lagen und bestimmten Orten zu erzielen, was ich persönlich auch einhole bei mir. Und auch wir haben sehr, sehr stetiges Wachstum, vor allem in der zweitgrößten Stadt, Ciudad del Este dort, wo man wirklich so sagen kann, also 10, 12% ziemlich planbar einzuholen. Das ist wirklich keine Hexerei dort. Und das macht in solchen Zeiten doch sehr, sehr viel Spaß und auch diese Stabilität hier zu haben. Ja, und wenn du die angeschaut hast, weil das sind ja nachweislich genau die Anlagen, über die wir am häufigsten diskutieren in unserer Community über die letzten Jahre hinweg, wenn ich dazu auch inspirieren hast lassen. Gold hat auf 3 Jahressicht 116% zugelegt. Bei Silber sind es 275%, bei Bitcoin 407%. Wenn wir die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum noch nehmen, dann sind es hier 126%. Wenn man jetzt hier, und das ist eher noch konservativ gerechnet, von Dubai und Paraguay Immobilien 10% von den letzten Jahren genommen haben, wo wir auch sehr, sehr attraktive Mietrenditen hier haben, plus auch die Wertsteigerung der Immobilien selber von 10%, dann kommst du auf einen Wert von 157% Rendite, ca. 257.000 Euro wurden es, wenn du mit 100.000 Euro hier gestartet bist und das ohne zu spekulieren. Ja, und darüber hinaus noch natürlich viel mehr Faktoren in unserer Community, weil du bist da nicht im Papier wie in Lebensversicherungen, in Bankguthaben etc. Du bist das in echter Substanz. Du hast mehr Enteignungsschutz. Und natürlich immer achten auf die richtige Umsetzung, wo wir dich gerne unterstützen. Auch Thema Schutz vor digitalen Euro und dann Geldgefängnis aufzuwachen in der Zukunft. Digitale Euro wissen wir ja auch, er ist in der Vorbereitung, er ist im Prinzip bereits fertig und er wird ausgerollt werden. Dann Auslandskonten in sichersten Ländern dieser Welt und auch einen Plan B bei Krieg oder etwaigen Fall einer neuen Pandemie. Ja, generell nicht jede Geldanlage ist immer positiv. Ich habe natürlich auch meine Lernerfahrungen über die Jahre erzielen dürfen. Ich habe immer festgestellt, und das möchte ich an dieser Stelle noch mit dir teilen, wenn etwas nicht funktioniert hat, und ja, ich bin es auch schon ein paar Mal leider auch mit durch, dann war es mehr oder weniger immer genau dieser Punkt. Und deswegen so für mich persönlich das vielleicht sogar wichtigste Learning über jetzt inzwischen auch schon über 20 Jahre, wo ich mich mit dem Thema Geld und Finanzen beschäftige. Und zwar, wenn eine Geldanlage keinen Track Record hat, also keine Beweise dahinter, dann ist sie zumindest teilweise oder sogar vollkommen spekulativ. Und das sollte dir klar sein. Bei Edelmetalle, wir haben einen Track Record, in dem Fall sogar über Jahrtausende. Über Bitcoin auch zumindest schon über eine gewisse Historie. Wir können einschätzen, was dort wie und wo in der Regel passiert. Wir können auch Immobilienmärkte einschätzen. Wenn eine Geldanlage zum Beispiel von einer einzelnen Gesellschaft abhängt, dann immer ein bisschen vorsichtig, was dann eben auch mal in die andere Richtung gehen kann. Ja, deswegen, ich sage an der Stelle auch, ich teile hier auch meine persönlichen Ansichten. Man wird dann schnell immer, und teilweise auch, wenn man ja sehr, sehr gut liegt, was häufig auch der Fall war, aber auch nicht immer, man wird dann auch mal schnell so als Finanzguru abgestempelt. Und das heißt, es muss ja sozusagen in die Richtung gehen. Ich sage immer dazu, niemand kann immer alles wissen, beziehungsweise wir sprechen hier über die Zukunft. Es gibt viele Variablen, die einen Einfluss darauf spielen. Ich habe dir meine Überlegungen für 2026 an die Hand gegeben. Was du daraus machst, das musst du selber entscheiden. Historisch lag das Ganze erfahrungsgemäß, und das habe ich, denke ich, auch beweisen können, immer ziemlich gut. Ich möchte an der Stelle nämlich auch sagen, und deswegen auch nochmal so das Strategische, weil wir haben uns hier über das Jahr 2026 unterhalten. Ich möchte aber auch sagen, ich persönlich denke nicht in 2026. Ich persönlich denke mittel- und langfristig. Und was auch immer 2026 passiert, mich interessiert eben nicht die Einzelschlacht, sondern den Finanzkrieg, und in dem befinden wir uns da draußen. Auch wenn wir manche Gegenparteien vielleicht nicht direkt sehen, aber wir befinden uns in einem Finanz- und einem Freiheitskrieg. Mich persönlich interessiert, diesen zu gewinnen. Und ich weiß nicht, was deine Strategie ist, aber du brauchst eine funktionierende, und das Ganze durchzuziehen. Wir sehen, dass dort draußen die Verschuldungen explodieren. Wir sehen, dass die Geldmengen massiv nach oben getrieben werden. Das wird das bestehende Geldsystem weiter entwerten. Das heißt, Bankguthaben, Lebensversicherung, Bausparer und Co. mit einer Inflation, die auch weiterhin schön gerechnet werden wird, diese werden entwertet. Und das sollte dir klar sein. Das heißt, wenn du zum Beispiel auch in
Sachwerte investierst, wir haben uns aber zum Beispiel angeschaut, auch in Edelmetalle, in 10 Jahren werden die höher stehen als heute. Krypto wird in 10 Jahren höher stehen als heute. Immobilienmärkte, sie werden in 10 Jahren höher stehen und sie werden noch einen echten und realen Wert haben. Papier wird sich weiter entwerten. Das soll dir bewusst sein, du brauchst eine Strategie und auch mein Tipp, nicht in das komplette Trading einzugehen. Ich bin so ein Fan davon, ich nenne es bei mir immer so ein bisschen so Soft Trading. Das heißt, wenn wir Märkte haben, die ganz klar überreagiert haben, nach oben oder nach unten, das Ganze zu nutzen. Das heißt, wenn sie zu extrem nach oben gehen, Gewinne mitnehmen und wenn sie eben sehr, sehr stark gefallen sind, dann halte auch Cash, möchte an dieser Stelle auch sagen, damit du hier nachkaufen kannst. Also ich würde auch 2026 nicht voll investiert sein, sondern ich würde auch Cash halten, wenn es Sondersituationen gibt, dass du die Möglichkeiten hast, diese zu nutzen, um damit auch ein sehr, sehr gutes Geld zu verdienen. In dem Sinne, wir haben nächste Woche übrigens auch einen Event. Wir sind am Dienstag live zum Thema Auslandskonten, damit du deine Investments auch schön international an den besten und sichersten Finanzplätzen dieser Welt miteinander kombinieren kannst. Ich freue mich, wenn du dort mit dabei bist. Du findest den Link unterhalb von dem Video und natürlich unseren YouTube-Kanal. Nicht vergessen, den abonnieren, vor allem mit dem Glockenzeichen, damit du die Benachrichtigungen bekommst und vor allem unsere wöchentlichen Tippserie von Faszination Freiheit, wo du dann immer alle Themen unserer Community dort antriffst, wo ich immer alles zusammenfasse, was aktuell passiert. Das sind immer 3, 4, 5, 6 Themen und dann bekommst du wirklich alles mit und ganz, ganz wichtige Informationen immer und immer wieder. Wir sind ja auch die internationalste Finanzcommunity mit interessanten und spannenden Ländern, damit dir da nichts entgeht. Bis nächsten Freitag, dein Thorsten Wittmann.